Und hier sind wir bei einer neuen Folge von The Outer Worlds. Nachdem wir ein paar Quests hier angenommen haben bei den Ikonoklasten. Ikonoklasten? Ja. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Das geht wieder mal weiter. Oh Gott. Der Vorstand überschätzt seine Autorität und Macht erheblich. Ohne die Unterstützung der Militärmacht des Erdenrats wäre er nicht in der Lage, den lebensbedrohlichen Würgegriff um die Kolonie aufrechtzuerhalten. Er verbreitet Lügen und falsche Informationen, um die Massen zu verwirren und zu unterdrücken. Vielleicht wurden unter anderem deshalb seit dem Verschwinden der Hope keine Kolonieschiffe mehr zugelassen. Man hatte 70 Jahre Zeit, die braven Arbeiterlein so zu konditionieren, dass sie allen Anweisungen blind Gehorsam leisten. Doch je mehr Zeit vergeht, umso offensichtlicher werden die Lügen und bald wird selbst der verblendetste Kolonist die Augen nicht mehr vor der Wahrheit verschließen können. Ein Mann aus Byzantium erzählte von einer Bekanntschaft, die für den Besitz von philosophistischen Texten verhaftet wurde. Nicht fürs Lehren, nicht fürs Predigen, nein, rein für den Besitz. Sie unterdrücken jede Wahrheit, die ihre korrupten Strukturen bedrohen könnte. Ist es das, was wir wollen? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der wir für unsere Überzeugungen nach Tartarus geschickt werden können? Nein, die Geister ihrer Arbeiter sind vergiftet. Ihr Wille in Ketten, ihre Träume auf Eis gelegt. Das kann nicht länger so weitergehen. Wir müssen das gesamte Regime niederreißen. Ich hoffe, eines Tages ein ausführlicheres Werk veröffentlichen zu können, in dem ich meine mir so klaren Gedanken ausführlich darlegen kann. Nämlich, dass die Obsession unserer Gesellschaft unter der Führung der Konzerne zu leben, die Möglichkeiten zu wachsen eingezwängt und beschnitten hat. Doch leider kann ich im Moment nur meine zerstreuten Gedanken in dieser kaum funktionstüchtigen Maschine sammeln. In meinen jüngeren, naiveren Tagen glaubte ich an die Karriereleiter der Konzerne, eine genau vorgeschriebene Messlatte, die es mir ermöglichte, mich mit meinen Mitmenschen zu vergleichen. Sie brachte Motivation und Bedeutung. Aber mein Geist sehnte sich nach mehr als einem festen Gehalt. Er sehnte sich nach einer Verbindung zu meinen Mitmenschen. Er sehnte sich nach Gemeinschaft, nach einer Familie. Die Konzerne behaupten, sie wären liebevolle Familien, aber sie behandeln uns wie Haustiere. Wir betteln um Essensreste am Tisch und wenn sie gnädig welche fallen lassen, verehren wir sie, während sie uns in Zwinger sperren, die sie zu Hause nennen. Wir schließen Verträge, die uns in erzwungene Familien stopfen. Fremde, mit denen uns nichts mehr verbindet als unsere Arbeitgeber, die durch unsere Zusammenkunft ihren Profit machen. Wir gebären Kinder aus Pflichtbewusstsein für unsere Führung, die eine konstante Arbeitskraft fordert. Wir schuften als Sklaven in der vergeblichen Hoffnung, dass wir eines Tages wie diese Manager sind, bis wir sterben, aufgearbeitet, verbrannt und weggeheftet werden. Ein weiteres Häkchen in einem Personalordner. Wir haben aus uns kalte, gedankenlose, effiziente Maschinen geschaffen und daraus die gesamte Wärme der Menschlichkeit verbannt. Ich weine um uns alle. Ich erinnere mich oft an meinen alten Freund, der ebenfalls Konzerne demontieren wollte, genau wie ich. Als er dann die Führung des Konzerns übernahm, verabscheute ich ihn. Ich nannte ihn Feigling und Verräter. Er wurde zu dem, was wir gehasst hatten. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Vor nicht allzu langer Zeit konnte ich akzeptieren, dass sein Herz weniger offen war als meins. Ich kann nicht erwarten, dass sich alle der ewigen Wahrheit so öffnen wie ich. Manche können es einfach nicht. Und das ist eine Tragödie. Es ist tragisch, dass er schwächer ist, als ich hoffte, dass er nicht für eine Sache kämpfen kann. Ich habe Mitgefühl mit dieser Tragik. Sollte der Tag kommen, an dem unsere Geister die Auseinandersetzung suchen, wird mein Mitgefühl mich vor Schuld abschirmen. Wie der Vorstand steht er uns nun im Weg mit verschränkten Armen und dickköpfig, sich der ewigen Wahrheit verwehrend. Wie der Vorstand feiert das Gift, das unsere Gesellschaft verkrüppelt. Wie der Vorstand wird seine Dickköpfigkeit ihn blind werden lassen gegenüber seinem Sturz. Tragisch. Oh, ach so. So sehr Soda auch den Ikonoklasten verpflichtet ist, fürchte ich, sie kommen vom rechten Pfad ab. Ich habe die Befürchtung, dass ihre Entscheidungen immer häufiger vom Materialismus, unserem Unterdrücker, beeinflusst werden. Die Suche nach der erretteten Wahrheit gerät ins Hintertreffen. Sie sagt, dass unsere Leute hungrig sind, und das stimmt. Unsere Leute hungern nach spiritueller Erfüllung, ein viel stärkeres Verlangen als ein knurrender Magen. Von all den Dingen, die Menschen motivieren, halte ich Freiheit für das Mächtigste. Viele erinnern sich noch an ihr Dasein als Sklaven der Konzernstrukturen. Diese schmerzlichen Erinnerungen wachrufen, entfacht die Glut erneut. Ein Mann aus Fallbrook kam auf dem Weg nach Stellar Bay hier vorbei. Nachdem er unser Pamphlet durchgeblättert hatte, fragte er mich, wie wir ohne Geld überleben können. Ich habe ihm daraufhin die Metapher mit der Gasmaske präsentiert. Beim Ausdurchern eines Mantis-Schwarmnestes tragen wir Masken, um die giftigen Gase abzuwehren. Selbst nachdem das Nest fort ist, bleiben die Dämpfe für kurze Zeit bestehen und wir tragen die Masken, bis wir wissen, dass wir wieder gut atmen können. Und ebenso verhält es sich mit unserer Bindung an Bits.
Sie wird bestehen bleiben, bis die letzten Überreste der giftigen Konzerngesellschaft getilgt sind. Sie zu verwenden ist zwar unbequem und engt den Geist ein, genau wie der unbequeme Sitz der Masken, die zudem die Sicht einschränken. Doch wir müssen sie nutzen, bis wir sie endlich ablegen können. Unsere Zahl wächst und so wenden sich auch mehr und mehr Zugehörige unserer Gemeinschaft an das geschriebene Wort meiner Pamphlete. Ich fertige sie gerne an, aber ich muss eine effizientere Methode für Druck und Verteilung finden. Ich frage mich, ob die alte Druckerpresse noch einmal zum Leben erweckt werden könnte. Wäre das nicht etwas? Erneut meine Arbeit als Redakteur aufzunehmen, nur dieses Mal als mein eigener Herr, ohne die Fesseln der Firmen und Stilvorschriften und Grammatikregeln? Niemand sagt mir, wo ich ein Komma setzen soll. Ich setze sie dorthin, wo sie laut ewiger Wahrheit hingehören. Als ich die Wahrheit des Philosophismus erkannte, fragte ich mich sofort, wie ich als Erster diesen giftigen Teufelskreis erkennen konnte, der unsere Gesellschaft bestimmt. Dann sprach ich eines Tages ausgerechnet mit Huxley. Sie klagte einmal darüber, dass sie am liebsten einen Möter als Haustier hätte. Ich gab zu, dass ich nur sehr wenig über Tierhaltung wusste, da ich mich vor allem für das Tier in Menschen interessiere, aber ich betonte, dass ich nicht glaubte, dass so etwas möglich wäre. Sie vergaß es, aber einige Wochen später berichtete Zora von etwas Seltsamen, einem Plünderer mit einem Möter, der ihm folgte. Ich weiß nicht, ob das hier oder auf Terra 2 war, aber ich dachte sofort an Huxley und ihre zügellose Fantasie. Ich fragte mich, ob sie es anderen Leuten erzählt hatte und die Idee sich fortgepflanzt hatte, bis sie im Geist eines Plünderers Früchte trieb. Ideen sind durchtriebene Wesen. Wenn selbst ein Plünderer, so geistlos er auch sein mag, von einer Idee überzeugt werden kann, muss es Hoffnung für die Arbeiter der Kolonie geben, auch wenn ihr Geist gegen die ewige Wahrheit vergiftet wurde. Wenn wir laut genug schreien können, dass die Wahrheit ihren Weg in das kollektive Bewusstsein findet, bin ich mir sicher, dass sie auch den restlichen Kosmos erobert. Es ist schwierig, sich der ewigen Wahrheit zu stellen, dass alles aus einem Grund geschieht, dass das Leben und alles, was uns im Leben widerfährt, dem Willen eines kosmischen Bewusstseins folgen. Es kann erschreckend sein. Es ist uns allen ein Bedürfnis, die Parameter des ewigen Lebens zu kontrollieren. Dieser Drang ist so mächtig, dass seine schiere Existenz die ewige Wahrheit unterdrückt. Die Menschheit hat ihre schweren Ketten noch nicht abgeworfen, und so ist es unnötig schwer, die Lehre des Philosophismus zu verbreiten. Aber das Universum kann ihn nicht ewig unterdrücken. Die Biologie verändert sich, Wesen passen sich an und entwickeln sich weiter, und wir überkommen unsere Zwänge zum Wohl der Spezies. Eines Tages wird unser Geist sich der Idee öffnen. Bis dahin darf ich die Hoffnung nicht verlieren. Ja, interessante Texte, ehrlich gesagt. Gut, stehlen tun wir nicht. Wir gehen direkt mal wieder raus. Wir haben ja hier die Quest angenommen. Hallo, Ikonogasten, Aufständige, Anführer. Ja, hier sind wir auch durch, ne? Dann haben wir nämlich hier das alles. Und dann gehen wir ja hier hoch und schauen uns da oben noch um. Okay, kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Da kommen wir überall nicht rein. Das sind nur Aufständische. In Anführungszeichen. Hier ist Takanitem. Ah, ja, toll. Taka. Looks like I'm not the only new face around here. Ja. What do I call you, stranger? Ja. Ich bin Captain Nobby. Welcome to Amber Heights, Captain. Call me Tucker. You here to join the Iconoclasts? Help us free this world? Erstmal nicht, nein, danke. Tucker, bist du Agnes kleine Junge aus Stella Bay? I am not a little boy. Haven't been one for decades, no matter what my mama wishes. I take it she's still looking for me? Had hoped she'd accept my decision. Sie hat es aussehen lassen, als wärst du in Gefahr, hat mich gebeten, dich zu retten. According to her, stepping foot outside of the house in broad daylight is too dangerous. My entire life, she crammed a fear of danger down my throat. Don't go play with friends. Mantisaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptidons will spit acid on your face. Marauders can violate you. You'd fall in a sulfur pool. I stuck around way too long, ruled by her fears.
I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need of her protection. I won't stand for it, I tell you. Ja, also eigentlich das Erste, ne? Nur Feiglinge laufen davon. Du musst ihr zeigen, dass du erwachsen geworden bist. She doesn't want to see me as anything other than her baby boy. Why would I go back again? What'll be different this time? Nimm sie doch mit hierher. Lehre sie die Philosophie der Ikonoklasten. Konvertiere sie, damit sie mit dir Frieden findet. Damit sie sich auch in Frieden mit dir anschließt. You're right. I can do this. I just need to stand my ground and make her see she can't control me anymore. No one can. Tada! Hallo. Cool. Arbeitsaufträge. Dampf kommt aus dem Dach. Wasserkreislauf. Die Rohre aus meinem Haus werden es nicht mehr lange machen. Da kommt jetzt schon Dampf raus. Da sollte jemand reparieren, bevor sie in die Luft fliegen oder sich jemand an Dampf verbrüht. Wasser umleiten. Cool. Sprühende Funken an der Bar. Oh, schade. Anscheinend haben Spreads die Drähte an den Seitenpanels der Bar durchgeknabbert. Schlagen jetzt Funken raus. Okay, das schaffe ich nicht. Nichts Neues vom Raptorhaus. Oh. Wir haben schon seit einiger Zeit nichts mehr vom Raptorhaus gehört. Ich habe Milton hingeschickt und das seid ihr auch nichts mehr gehört. Man sollte sich das ansehen. Liebes Tagebuch. Mano. Aha, hey, ich habe rausgefunden, wie man einen Arbeitsauftrag erstellt. Liebes Tagebuch. Vergiss das. Hax. Und Wohnung des Arztes, Tür verriegelt. Tür zu einer Wohnung des Arztes über den Krankenstation kommt. Also fehlt Wissenschaft, Hacken und noch irgendwas. Hacken 55. Und ja, okay, alles klar. Wissenschaft und Hacken. Könnte ich nämlich die ganzen Arbeitsaufträge abschließen. Kann ich mir das merken? Wahrscheinlich nicht. Okay, irgendein Haus mit Dampf habe ich repariert. Keine Ahnung. Oh nein. Oh, der lebt noch. Ne, der lebe ich. Okay. So, was haben wir jetzt hier noch? Ash. Ein Verkaufsautomat. Wo soll der sein? Hier. Okay, alles klar. Ich schaue mich aber auch hier erstmal oben um. Ich stehle nicht. Bronsons Schlüssel. Okay. Schauen wir mal, wer Ash ist. Never seen you before. Ich bin neu hier. Take my advice. Move on. Get off world if you can. If you can't, get to the bay. I've been halfway around T1. Monarch, they call it now. Been around it twice. Stood at the hot pole and the cold. Nothing on this moon for nobody. There's a lot of heartbreak. Ups. Was ist deine Geschichte? It's pretty simple, kid. I sit at the bar, I drink, I mind my own business. That's it. Du solltest zwar schon auf den ganzen Mond. Du musst doch ein paar Sachen wissen, die sonst keiner weiß. The only thing I got to teach is get the fuck off T1. Or whatever they're calling it this week. Anybody with half a brain could tell you that. Look, you want to buy the drinks? I'll do my bit to keep you entertained. Just don't ask me to dance. Okay. Was ist hier passiert? A great many things. I'll tell you what. You want to listen to an old man ramble? Might be a job in it for you. I used to run with a squad of mercenaries here. Good folk. A fella named Lamont introduced me. Thing is, I ain't seen them in an age. Stands to reason they got themselves ate. Ist das schon lange her? Oh, sure. I was with them when the corps were leaving Monarch. Hell of a time, that. We split ways around the time this twice-fucked moon got abandoned. Thing is, I got myself some fond memories. We had some keepsakes of ours we kept in a lockbox.
and I've been thinking about seeing it found. Du willst andenken? Was? Fotos oder? Thereabouts. Was, wenn sie noch am Leben sind? I'll be glad for it, but I ain't stupid. This planet tends to get people killed. I just want some closure. Ah, okay. In Ordnung. Appreciate it, kid. I'll mark an outpost on your map. You spend a lot of time out there. Might be a good place to start. Here's a key for the door. Ja, okay. Eine neue Quest. Okay, jetzt schauen wir uns mal um. Oh Gott, das sind so viele Quests. Wenn ich jetzt... Das ist das Pillendöschen. Das haben wir, weil den Schlüssel haben wir. Waffen aus der endlosen Leere kann ich nicht machen. Kleine Andenken. Das ist hier unten. Wo bin ich jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube hier. Nee. Hier. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal aus der Region raus, damit ich weiß, wo ich bin. Das sind so viele Quests, die es hier gibt. Bradford? Moment. Ain't seen you before. You from one of the outer steads or what? Ich komme aus Stella Bay. Law save me. We got a flippin' monarchist among us. Welcome to the Dustbag, friend. This here's the real moon, and don't you worry, we won't hold your bad taste against you. Give a listen to Graham and Zora while you're in town. Hab ich schon. Could be you'll decide to move out here where the real freedom is. Ihr habt hier eine Menge Verletzte. Was ist passiert? I only heard the tale myself. I wasn't there, see? And no one here's too disposed towards telling it right now. Ms. Zora took a team into the ruins north of here, looking for supplies, I heard. But they ran into a sulfurin mantiqueen out from the wastes. Oh, oh. Was ist eine Mantikönigin? Nasty manner of bug. One of the native beasts. Can bite off your damn head, and that's if you're lucky. 2, you can't actually keep the dust out. Always carry antifungals. Sprays work okay, creams are better. You got nothing else? Vodka. Graham hat das Sagen, richtig? In charge? Huh. We're iconoclasts. Every soul a sovereign power. We do for each other on account of it needing to be done, not because some fancy-pants manager said to. Now, you want to rephrase that question, maybe ask who's respected hereabouts, I can give you a sensible answer. Irgendwer ist hier doch aber für die Organisation zuständig. Ihr habt Wachen aufgestellt. Every soul here knows to keep a weather eye out. Everyone's lost somebody to the wildlife. That didn't stop Miss Zora from picking a few souls and imposing a schedule. Be here then, leave there later. Downright in icon. Well, it ain't what we do. Was? Take that on top of what happened on the northern expedition. She and Graham are exchanging harsher words than usual. Wieso sind Graham und so eine große Nummer? When the monarchists wanted to settle down and play nice with the board, Graham was the one that took a stand. He's the reason we're here, breathing free air. Zora's our best sawbones. Nearly every soul here owes her their life. She's got funny ways, but they work. Graham und Zora streiten viel? Well, sure. It's on account of how we all work. No iconoclast makes another do as they say just because. You gotta convince them. That Graham and Zora argue all the time just says the process is working. Vigorous intellectual debate. You see? Zora hat fast allen hier das Leben gerettet. Steckt sie hier so sehr in Schwierigkeiten? Welcome to Monarch. The animals think you're tasty, the fungus thinks your lungs are a great place to plant spores. That ain't enough? Look at the sky. Olympus yanks this moon about like a drunk dancer. Storms to curl your hair and quakes to rattle your brain pan. Ist diese Nordexpedition der Grund, warum all die Leute verletzt sind? Afraid so. No, I wasn't there, mine. I've just been helping Ms. Zora with triage.
Ms. Zora took a team into the ruins north of here, looking for supplies, I heard. But they ran into a sulfurin mantiqueen out from the wastes. Anscheinend verlief die Begegnung eher zu ihrem Nachteil. Like any encounter with a queen. 6 folks dead on the ground in seconds, the rest running. Wir sehen uns. Wo Sora jetzt ist, weiß ich. Ich habe sie ja schon gesehen. The infamous Amber Heights. Everybody here looks. Okay. Gehen wir mal weiter. Schauen wir uns mal ein bisschen um, wo die nächsten Quests sein könnten. Zum Einlösen. Ich bin jetzt... Wo bin ich denn? Irgendwie checke ich das nicht. Ach doch, ich bin jetzt hier in Heights. Da ist Stella Bake, okay. Das habe ich. Sprich mit Velma in der Verschwörung, das habe ich. Überzeuge Velma davon zu verhandeln. Velma ist in der... Velma, okay. Besorgt Grimms Wurfball-Poster. Das ist mit Velma, okay, alles klar. Und den Captain auf der Skiller, okay. Zugangscode, okay. Das ist dann... Wo? Gott, das ist da hinten. Okay, das kann ich dann auf dem Rückweg machen. Ein Bolt für alle Fälle. Das ist dort, da war ich noch nicht, auf der anderen Seite. Sicherheitszahl auf der Groundbreaker. Ja gut, das ist eigentlich nicht so viel. Ich mache mal kleine Andenken. Dann gehen wir jetzt nämlich mal hier weiter. Einfach den Weg nach rechts dann, okay. Bevor ich jetzt noch hier weiter die Karte anstarre, in der Hoffnung, dass sich da irgendwas bewegt. Cascadia, Fallbrook, sind wir jetzt dabei. Fallbrook. Okay, ich muss nochmal auf die Karte schauen. Es ist im Endeffekt... ich gehe hier lang. Im Endeffekt ist es egal, aber ich gehe jetzt mal einfach mal trotzdem hier lang. Used to say that plants need sulfur to grow. Und, Here there's just tubs of it lined up. Watch your step around those pools, boss. irgendwie hat dieses... Irgendwie hat dieses diese Landschaft gerade ein Aussehen von... Wie hieß das Spiel? Ach, das fällt mir nicht ein. Moment, wie hieß das Spiel? Das sieht aus wie Journey to the Savage Planet, jetzt habe ich's. Irgendwie erinnert mich das jetzt da gerade dran. Ja, die Möter will ich nicht. Die sind langweilig. Hier, dich will ich. Sind oder Späher? Mal stehen hier. Mal stehen hier. Boah, bin ich gut. Sehr gut. Das ist Felix. Hinten ist noch einer. Komm raus, wo immer du steigst. Hallo. Ich bin immer noch richtig, ne? Ja. Fallbrook-Kreuzung. Ein Schnellreisepunkt. Das ist schon mal schön. Ich gehe jetzt trotzdem einmal hier hin. Das ist sogar mit Eingang, ne? Das ist sogar mit Eingang, da wo ich rein kann?
Felix, Saltuna is a kind of fish. Lives in Willkommen zu the ocean. Fallbrook. You knew that, right? Ganz kurz mal. Ganz kurz mal. Chris, you tell me there's a fish made entirely out of Saltuna? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass man da rein kann. Oh mein Gott. Ja gut, wenn wir jetzt schon mal da sind, ne? Mordthema. Trouble checking in? Or you might need directions to the amenities? Was? If you're locked out of your cabin, a replacement key costs 50 bits. Das interessiert mich alles nicht. Erzähl mir von der Freizeitanlage. No reservation, no problem. Day trippers are always welcome in our saloon. Straight back and to the right. If you hit the falls, you've gone too far. Check in with Ms. Malin. She'll set you straight. Mhm. I am here to anticipate and facilitate your needs, patron. Okay. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Guess it's true. Fallbrook really is the best kept secret in all of Monarch, excepting the Borst Factory's secret ingredient. We're a leisurely stopover for the more adventurous spacefaring traveler. Understand? Ja klar. Swell. We like quick on the draw types like you. Saloon is straight back and to the right. Once you're feeling sated, you're welcome to a private cabin. Only $250 a night. Ms. Malin can let you one if you're interested. She's the one who runs this racket. Leila hat mich geschickt. Wo ist Catherine? You're looking for Ms. Malin. On an errand for the boss lady? Oh, that sounds ominous. Yeah. Ms. Malin won't like that a whit. Immer schön Arme, ist in Ordnung. Sag mir einfach, wie ich zu Miss Mailing komme. She's not but just down the way. A 10 to 1 says she's either pouring drinks or skinning a sprat in the saloon. Word to the wise, Ms. Malin don't take kindly to interlopers. When I said sprat, I didn't mean the sort with whiskers and a tail. Ich komme wieder. Okay, hatte ich anscheinend doch noch eine Quest. Walk out of town. I don't like the way folks are looking at me, Captain. Got a sandwich? Maybe I could stand a little. Weil hier Sublight ist. Nelson Mason. Take a gander at that mug. I ain't ever seen someone so adept looking my whole life. Well, that's awfully kind of you, mister. Adept looking, huh? This guy taking a snipe at your looks? Oh, now, come on. All I mean is, well, rather that, you don't seem like the usual pigeons we pluck. No offense, of course, if you are a Byzantium goldblood. Say, I'd like to do you a favor. Might I interest you in a surefire scheme? Na. Wink, wink. Leila hat mich geschickt, damit ich mich um ein Sublight-Problem kümmere. I certainly hope you're not insinuating the problem is me. I mean, that would be preposterous. I never do anything under the table. That, Miss Malin ain't aware of. If there's any issue, really, you should talk to her. She's straight back in Malin's House of Hospitality. Was war der Gefallen, um den du mich bitten wolltest? Oh, right. Well, I mean, if you're interested. Ja, schauen wir mal. Pure and simple, it's like this. I run our drug delivery service. Recently, I had the genius idea to cut costs in half by swapping our autoloaders with faster, cheaper sprats. Das ist wirklich eine geniale Idee. Sprats? Echt jetzt? See? I know a fellow genius when I clap eyes on him. Ja. Too right you are. Only problem is my sprat carriers ain't arrived from their latest run. As I was saying, you look more capable than most of the hoople heads around these parts. What say you locate him and retrieve the goods for me? Ja, na klar, natürlich. Ich habe sonst nichts zu tun. I'll cut you 5% of the profit. 5%. Verdammt. Bevor ich zustimme, ich will noch antworten auf ein paar Fragen. Hit me. I won't even hit back. Was treibst du eigentlich hier? Officially, I keep the books for Miss Malin, provide loans to the Byzantium Goldbloods for gaming, and oversee our drug running operations. Mhm. Speaking of, might I interest you in a purchase? I'll give you a first-time discount. That's 5% off and a free drink at the ante-up. Nein. You're welcome.
Nein, danke. Suit yourself. Wo soll ich anfangen, nach deinem fehlenden Spread-Codieren zu suchen? I run my Sprat carriers back and forth through the shipping tunnels near the waterfall. Ought to check there first. Good luck. And don't get any ideas about pilfering the drugs for yourself. Ich helfe gerne. Was that sarcasm? I'm going to assume it was not. If it's sarcasm, you've got to show it somehow, like with a wink. My Sprat carriers scurry back and forth through the shipping tunnels. Any trail ought to start there. When you've got the goods, I'll be here. Oh ja, ganz toll. Und dann geht's mal in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zuschauen und bis dann.